Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich 3 der derzeit besten Split-Klimaanlagen mit Quick-Connect-Leitungen. Du bekommst von mir eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst, und alle vorgestellten Modelle findest du in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unter dem Video verlinkt. Eine gute Klimaanlage kann an heißen Tagen wirklich den Unterschied ausmachen, und bevor wir mit den Modellen starten, möchte ich dir Informationen mit an die Hand geben, die vor dem Kauf sehr wichtig und entscheidend sein können. Falls du den Teil überspringen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Bei einer Split-Klimaanlage handelt es sich um eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die aus einer Außeneinheit und einer Inneneinheit besteht. Die beiden Einheiten sind über einen Kältemittelkreislauf verbunden und kann sowohl kühlen als auch heizen, je nachdem in welche Richtung das Kältemittel gepumpt wird. Die Installation einer Split-Klimaanlage erfordert den Umgang mit Kältemittel und andere technische Aspekte, die nur von zertifizierten Klimatechnikern durchgeführt werden können. Laien dürfen also laut Gesetzeslage keine Kältemittelleitungen anschließen. Außerdem erfordern sie eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen. Filter müssen gereinigt und das Kältemittel geprüft und gegebenenfalls nachgefüllt werden. Alle vorgestellten Modelle haben Quick-Connect-Leitungen, die dafür gedacht sind, dass man ohne Bördelgerät und Vakuumpumpe bei der Montage auskommt. Aber auch schon das Errichten der Anlage ist reglementiert und laut Gesetz für Laien untersagt. Der Vorteil ist, dass der Fachmann weniger Zeit für die Montage benötigt und du so weniger Kosten für die Einrichtung hast. Der Nachteil ist, dass du auf die Kabellänge begrenzt bist und die Außeneinheit in der Nähe der Inneneinheit platziert werden muss. Falls du darauf verzichten möchtest, kannst du dir gerne mein Video über die derzeit 8 besten mobilen Klimaanlagen anschauen. Für die Geräte gilt das Gesetz nicht, dafür sind sie aber weniger effizient, sperriger, lauter und haben keine Heizfunktion. Ich verlinke es dir hier oben rechts im Video und in der Videobeschreibung. Die Split-Klimaanlagen sind sehr energieeffizient und es ist wichtig, die beiden Werte SEER und SCOP zu kennen. Ich möchte es dir einfach erklären. Es sind beide Maße für die Energieeffizienz von Heizungs- und Kühlsystemen. Beide berücksichtigen saisonale Schwankungen im Energieverbrauch und liefern so ein ganzjähriges Maß für die Effizienz dieser Systeme. Der SEER-Wert wird hauptsächlich in den USA verwendet und misst die Energieeffizienz von Klimaanlagen und Wärmepumpen im Kühlmodus über eine typische Kühlperiode. Es ist das Verhältnis der gesamten Kälteleistung, gemessen in British Thermal Units (BTU), über die Saison geteilt durch die gesamte elektrische Energieeintragsmenge in Wattstunden während derselben Zeit. Ein höherer SEER-Wert bedeutet eine größere Energieeffizienz. Haben wir zum Beispiel einen SEER-Wert von 5,0, bedeutet es, dass im Jahresdurchschnitt 5 Kilowatt Kühlleistung bei nur einem Kilowatt Stromverbrauch erzielt werden. Der SCOP-Wert wird hauptsächlich in Europa verwendet und misst die Energieeffizienz von Wärmepumpen und Klimaanlagen über eine typische Heizperiode. SCOP ist das Verhältnis der gesamten Heizleistung zur gesamten elektrischen Energieeintragsmenge über eine Heizsaison. Ähnlich wie beim SEER-Wert bedeutet ein höherer SCOP-Wert eine größere Energieeffizienz. Haben wir beispielsweise einen SCOP-Wert von 3,5, bedeutet es, dass im Jahresdurchschnitt 3,5 Kilowatt Heizleistung bei nur einem Kilowatt Stromverbrauch erzielt werden. Ganz einfach ausgedrückt, je höher diese Werte, desto mehr Kühl- und Heizleistung bekommst du für dein Geld. Da die Inneneinheit in der Regel an der Wand oben montiert wird, nimmt sie wenig Platz in Anspruch und stört kaum. Einer der vielen Vorteile von Split-Klimaanlagen ist, dass sie steuerlich absetzbar sind. Wenn du eine Split-Klimaanlage privat in deinem Haus oder in deiner Wohnung installierst, kannst du die Kosten als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer absetzen. In Deutschland können bis zu 20% der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reparaturen oder Installationen von der Steuer abgesetzt werden. Für eine Split-Klimaanlage bedeutet das, dass sowohl die Kosten für das Gerät als auch für die Installation steuerlich absetzbar sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genauen Bedingungen und Höchstgrenzen von Jahr zu Jahr variieren können. Es ist daher ratsam, sich im Voraus bei einem Steuerberater oder auf offiziellen Websites über die aktuellen Bestimmungen zu informieren. Für gewerbliche Zwecke im Büro oder Homeoffice können sie bis zu 800 € netto vollständig abgesetzt werden. Die 3 Quick-Connect-Klimaanlagen bewegen sich übrigens alle in dem Bereich. Lass uns jetzt mit dem ersten Modell starten. Nummer 1 ist die Kältebringer Split-Klimaanlage Quick Connect mit 12.000 BTU. Mit der Kältebringer Split-Klimaanlage kannst du den Raum sehr schnell auf die gewünschte Temperatur kühlen oder heizen. Dank der Inverter-Technologie ist das Klimagerät besonders energieeffizient und spart so Stromkosten. Neben dem Heizen und Kühlen kann das 4-in-1-Gerät noch lüften und entfeuchten. Dank der Schlaffunktion ist sie auch sehr gut für Schlafzimmer geeignet und sorgt für einen erholsamen Schlaf, da das Innengerät das Raumklima mit nur 19 Dezibel abkühlt. Mit dem bereits installierten Wi-Fi-Modul kannst du die Klimaanlage bequem per Android- und iOS-App steuern oder in dein Smart Home integrieren. Du kannst sie auch mit Alexa oder dem Google Assistant steuern und die gewünschte Temperatur einstellen. Das Gerät wird mit komplettem Installationszubehör geliefert, darunter ein 5 Meter langes isoliertes Kupferrohr mit Schnellanschluss und Bodenhalterung.
So kann es ganz einfach installiert werden, ohne zusätzliches Zubehör kaufen zu müssen. Die automatische Selbstreinigung schützt vor Viren, Bakterien und Schimmel. Der Wärmetauscher hat eine spezielle Beschichtung, die sehr korrosionsbeständig ist, dadurch unter anderem Rost vermeidet und für eine hohe Langlebigkeit sorgt. Insgesamt ist die Kältebringer Split-Klimaanlage mit einem SEER-Wert von 6,1 und einem SCOP-Wert von 4,0 sehr effektiv in seiner Leistung. Das Modell gibt es auch als 18.000 BTU-Variante für Räume bis 91 Quadratmeter. Beide Modelle verlinke ich dir unter dem Video. Nummer 2 ist der Dimstyle Quick Connect Eco Smart Inverter mit 12.000 BTU. Du bekommst hier eine hochmoderne Split-Klimaanlage, die eine hervorragende Leistung und Komfort in der Bedienung bietet. Die Klimaanlage ist besonders leise und sparsam dank ihres innovativen DC Full Inverter Designs. Darüber hinaus hat das Gerät praktische Funktionen wie eine Selbstreinigung und Follow Me. Wenn du die Follow Me-Funktion aktiviert hast, dient die Fernbedienung als Fernthermostat und das Gerät passt seine Leistung dementsprechend an. Die Klimaanlage kommt mit einem Komplettset inklusive 4 Meter Quick Connect Leitungen, Wandhalter, Fernbedienung, Dichtmasse für den Wanddurchgang und vielem mehr. Die Super-Ionisator-Funktion sorgt für eine hohe Raum-Luftqualität wie im Wald, während die Wi-Fi-Steuerung über die kostenlose Android- und iOS-App dir ermöglicht, das Gerät von überall aus mit deinem Handy oder Tablet zu steuern. Wie die Kältebringer-Klimaanlage kannst du sie mit Alexa und dem Google Assistant sprachsteuern. Auch die Dimstyle kannst du ohne Bedenken im Schlafzimmer verwenden. Im Low-Modus erreicht sie gerade mal ca. 20 Dezibel. Insgesamt hat sie einen SCOP-Wert von 5,1 und einen SEER-Wert von 6,18, was sie zu einer leistungsstarken, energieeffizienten und smarten Lösung für dein Zuhause oder Büro macht. Nummer 3 und das letzte Modell im Vergleich ist die Danyon Quick Connect Klimaanlage Split mit 12.000 BTU. Die 5-in-1-Funktion ermöglicht dir das Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren und Reinigen der Luft und ist wie die anderen beiden Modelle ideal für Räume bis zu 59 Quadratmeter geeignet. Auch die Danyon ist Smart Home kompatibel. Über die Smart Life Smart Living App kannst du sie auf Android- und Apple-Geräten von überall steuern. Durch die Integration von Alexa und dem Google Assistant kannst du es auch bequem per Sprachsteuerung bedienen. Der 24-Stunden-Timer bietet dir eine flexible Planung der Kühl- oder Heizzeiten. Das Modell verfügt auch über eine Selbstreinigungsfunktion und einen Vierfachfilter für saubere und gesunde Luft. Der 4D-Luftstrom sorgt für eine gleichmäßige Kühlung und Heizung im Raum, während du mit dem Turbo-Modus sehr schnelle Ergebnisse erreichen kannst. Die Titangold-Beschichtung sorgt nicht nur für eine hohe Langlebigkeit, sondern auch für eine hohe Qualität und ein edles Aussehen. Mit seinen leisen 19 Dezibel im Schlafmodus kannst du die Klimaanlage ohne Probleme im Schlafzimmer anbringen. Bei dem iFeel-Modus kannst du die Fernbedienung als Raumthermostat verwenden und die Temperatur automatisch anpassen lassen. Ähnlich wie bei der Follow Me-Funktion der Dimstyle-Klimaanlage. Insgesamt hat er den SEER-Wert 6,1 und den SCOP-Wert von 4,0 und reiht sich bei den anderen beiden Modellen auf Augenhöhe ein. Hier siehst du die Vergleichstabelle. Insgesamt sind alle drei Klimaanlagen aufgrund ihrer verschiedenen Funktionen, ihrer Energieeffizienz und ihrer Smart Home Kompatibilität sehr zu empfehlen. Die Wahl sollte letztlich auf das Modell fallen, das deinen individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Wenn du eine stärkere Split-Klimaanlage für große Räume suchst, schau dir das Kältebringer 18.000 BTU Modell an. Das und die anderen Modelle verlinke ich dir unter dem Video. Hast du bereits Erfahrungen mit einer dieser Klimaanlagen gemacht? Teile gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren. Falls ich dir eine Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über ein Feedback von dir. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und wünsche dir einen entspannten Sommer und kommenden Winter mit deiner neuen Quick Connect Split Klimaanlage. Wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.